Herr Scholz, Sie sind Ernährungswissenschaftler, sehr bekannt hier in Hamburg, Buchautor. Sie haben einen eigentlich als Spitznamen aufgenommenen Firmennamen, der Figurmacher. Ja. Es ging sicherlich am Anfang sehr viel um Sport. Sport heißt immer fürchterlich schwitzen. FSH ist das fürchterliche Schwitzhormon in den Wechseljahren. Sie haben diese 3 Buchstaben mit etwas ganz anderem verbunden. Erzählen Sie ein bisschen mehr. Genau, also FSH heißt ja eigentlich follikelstimulantes Hormon und ich habe das umgewandelt. Dieses Wort F steht bei mir für Figurstraffung, S für Stoffwechselregulation und H für Hormonbalance, weil ich im Laufe der Jahre herausgefunden habe, dass es immer schwieriger wird abzunehmen, je älter man wird. Wenn man 20 ist, da isst man ein bisschen Reis weniger, ein bisschen mehr Brokkoli und schon geht das Gewicht runter. Und je älter man wird, desto mehr die Hormone verrückt spielen zum Beispiel, desto schwieriger wird das abzunehmen. Und das habe ich irgendwann im Laufe der Zeit erkannt und habe dann dieses Programm, dieses FSH entwickelt. Die meisten machen ja zum Abnehmen nur Sport oder nur Ernährung. Und wenn man sich nicht um den ganzen Stoffwechsel kümmert, also auch um die Leber, auch um den Darm, dann klappt es meistens nicht so gut mit dem Abnehmen. Und das ist das FSH-Programm. Das heißt, die Menschen, die sich für das FSH-Programm interessieren, müssen eigentlich ein Verzehrprotokoll führen, müssen sagen, was sie für Esser sind, oder wie gehen Sie da vor? Also ich schaue mir die Person an. Erstmal mache ich eine Körperzusammensetzungsmessung, wie viel Körperfett hat man. Man schaut sich auch die Zellernährung an und dann wird aufgrund der Körperzusammensetzung erstmal die Kalorien berechnet und die Makro- und Mikronährstoffe berechnet. Und dann schaut man sich anhand von Fragebögen und weiteren Tests an, liegt eine Störung in der Leber vor, vielleicht im Darm oder welche hormonellen Disbalancen entstehen. Also die Grundlage ist immer das Gesetz der Thermodynamik. Wenn du abnehmen willst, musst du weniger essen, als du verbrauchst. Das wird sich bei mir auch nicht ändern. Das ist ein Gesetz und das bleibt auch so. Nur wenn man zum Beispiel eine Östrogendominanz hat, was viele Frauen haben, die das, sagen wir mal, die Polster an den Oberschenkeln nicht wegbekommen, denen helfe ich dann noch im Ausgleich der Östrogendominanz oder einer Herabsetzung der Östrogendominanz, um besser abnehmen zu können. Was muss man sich da vorstellen unter einer Herabsetzung der Östrogendominanz? Was müssen Sie tun? Man müsste sich erstmal anschauen, warum ist die gestört. Und meistens liegt es am Darm, der ein Enzym nicht mehr bildet, was dafür sorgt, dass das Östrogen wirklich ausgeschieden wird. Und wenn wir diese Störung sozusagen in der, ich sag mal, dieses populärwissenschaftliche Wort Entgiftung haben, dann geht das Östrogen wieder zurück in den Körper und wird dann umgewandelt zu Körperfett bzw. verhindert, dass Körperfett abgewandelt wird. Also da gibt es ganz normale Nährstoffe aus der Natur, die einfach dem Körper helfen, wieder in Einklang zu kommen. Also ich darf keine Medikamente einsetzen, das mache ich auch nicht. Also ein Arzt würde vielleicht Progesteron einsetzen. Also wir arbeiten nur mit natürlichen pflanzlichen Hilfsstoffen, wie zum Beispiel auch Mariendistel, Mönchspfeffer, solchen Sachen. Und Sie hatten gerade erwähnt, dass Sie am Eingang eine Messung machen, wo Sie also den zellulären Zustand erfassen. Wollen Sie da nochmal unseren Zuhörern ein bisschen sagen, was er sich darunter vorstellen muss? Ja, es gibt die sogenannte bioelektrische Impedanzanalyse. Die kommt aus dem Krankenhausbereich eigentlich. Da hat man als erstes kranke Menschen mitgemessen, um zu gucken, wie ist der Ernährungszustand, und konnte dann gucken, was braucht der Patient, damit er halt über die Krankheit überlebt oder wieder gesund wird. Man nennt das Phasenwinkel. Also Phasenwinkel ist die Zellernährung oder der Zustand der Zellernährung. Das messe ich, um zu sehen, wie schlecht oder wie gut ist die Person überhaupt ernährt. Dann schaue ich mir das Körperfett an, wie viel ist da, wie viel Magermasse ist da. Und dann schaue ich mir noch anhand eines Kalipers, Fettmesszange könnte man auch sagen, verschiedene Stellen im Körper an und kann darauf Rückschlüsse ziehen, zusammen mit Fragebögen und auch Bluttests, Speicheltests, Haarmineralanalysen, je nachdem, wo ist da eine hormonelle Störung. Und dann ist es ja wichtig, dass wenn man Figurmacher, also die kommen ja dann, weil die Figur verändert werden soll, bestimmte Fehler, die schon mal gemacht wurden, nicht wiederholt. Worauf muss man da achten? Ja, die meisten trainieren wahrscheinlich zu viel, sind dann im Stress, im oxidativen Stress auch. Also man sagt so 3-mal die Woche Training, oder die achten nicht genug auf die Ernährung. Die denken, nur Sport wäre das Richtige, aber Sport ist 3-mal die Woche und Ernährung ist 21 bis 35 Mal die Woche. Also man kann also bei der Ernährung viel, viel mehr falsch machen als beim Sport, und die Woche hat 168 Stunden, und wenn wir vielleicht 3 Stunden die Woche trainieren, haben wir immer noch 165 Stunden Zeit, um Blödsinn zu machen oder das Falsche zu essen. Und das, glaube ich, ist so das größte Problem, dass die Leute vielleicht die Portionen nicht kennen oder einfach die Menge nicht kennen oder vielleicht aus emotionalen Gründen essen, was auch immer. Wenn Sie abnehmen wollen, dann wollen Sie ja das Fett loswerden. Und Genau. Was dürfen Sie auf gar keinen Fall loswerden und wie schaffen Sie das?
Muskelmasse sollte man nicht loswerden. Das ist für Frauen natürlich so ein Thema. Ich will keine Muskeln, ich will nicht so eine Arme haben. Das schafft man auch nicht ohne männliche Hormone. Also die meisten Frauen werden sicherlich eine sportliche Figur durch Training erreichen können, aber nicht riesige Oberarme. Also wird das gemessen, der Zellzustand bzw. der Körperzustand wird gemessen, wird geschaut, was verliere ich denn jetzt während der Therapie, Behandlung, Diät, können Sie nennen, wie Sie wollen. Und wenn natürlich die Muskel sehr stark runtergeht und das Gewicht bleibt vielleicht so oder das Gewicht geht auch runter, aber Muskeln gehen sehr stark runter, dann weiß ich, da sind zu wenig Makronährstoffe, zu wenig lebenswichtige Nährstoffe wie zum Beispiel Eiweiß. Und dann muss man entsprechend Aminosäuren supplementieren, also essentielle Aminosäuren, die helfen, die Muskulatur zu erhalten. Also es muss ganz wichtig sein, dass Muskeln unsere Freunde sind. Muskeln verbrennen 24 Stunden am Tag Kalorien, auch im Schlaf. Und deswegen, je mehr man hat, desto besser kann man auch verbrennen. Und vor allem, desto mehr Kohlenhydrate kann man auch essen. Kohlenhydrate ist ja so das, was die Leute am liebsten mögen. Und wenn ich viele Muskeln habe und ich viel trainiere, kann ich auch mehr Kohlenhydrate essen, ohne davon dick zu werden. Also Kohlenhydrate muss man sich in dem Fall dann verdienen. Und wenn man dazu keinen Bock hat, weil der Schweinehund zu stark ist und man sozusagen diesen Verdienst, diesen Sport zu selten macht, da mehr Denksport draus macht, dann muss man halt weniger Kohlenhydrate essen und mehr... Es ist eine Bilanz. Man muss halt schauen, wie viel verbrennt man sonst. Ne? Wie hoch ist die Alltagsaktivität. Man muss ja nicht unbedingt Hochleistungssport betreiben. Wenn man einen sehr aktiven Lifestyle hat, vielleicht einen Hund hat oder Kinder hat oder die mal rausgeht zum Spielen, zum Spazierengehen, das ist ja auch schon eine Bewegung. Man muss sicherlich ein paar Gewohnheiten ändern und man muss verstehen, wie der Körper funktioniert. Und das Wichtigste, was die Leute mich immer fragen, wie schaffe ich das überhaupt, das jetzt so zu machen, ist ein Wort, das heißt Selbstliebe. Man muss also Selbstliebe für seinen Körper entwickeln. Einem muss klar sein, dass der Körper das Wertvollste ist, was du je in deinem Leben besitzen wirst. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann wird man wahrscheinlich auch sich besser ernähren und sich auch wirklich bewegen, weil Bewegung gut ist. Und wenn beides zusammenpasst, wenn man sich gut bewegt, dann wird man sich auch besser ernähren. Also beides zusammen ist mal wichtig, aber vom Anteil her wird also die Ernährung viel wichtiger sein als das Training. Also fasse ich zusammen, es geht um die Selbstliebe, um die Wertschätzung seiner selbst, nicht das Auto höher bewerten als sich selbst und Gewohnheiten dahin zu verändern, dass sie nicht als lästig, sondern auch als angenehm und gesundheitsförderlich empfunden werden. Man kann auch Glaubenssätze dazu sagen, wenn man jetzt den Glaubenssatz hat, dass Muskeltraining doof ist oder dass es riesige Muskeln macht, dann wird man sicherlich keine Lust dazu haben, das zu machen. Man muss auch, wenn man sagt, Brokkoli und Hühnchen schmeckt nicht, dann wird man sicherlich auch da keine Lust zu haben, aber wenn man sagt, Huhn und Brokkoli, jetzt ist nur ein Beispiel, ist gut für meine Zellernährung, dann wirst du die Gewohnheit positiver umsetzen oder verändern können, als wenn du sagst, Huhn und Brokkoli mag ich nicht oder ist was auch immer, oder so. Genau, also die Wirbelsäule mit den Bandscheiben und den Sehnen trägt ja mal gerade 5 Pfund und nur die Muskeln, die das darum antagonisieren, also die ganze Bauch-Rückenmuskulatur, die uns vor Rückenschmerzen schützen soll, hat nichts mit Muskelpaketen zu tun, sondern einfach mit Gesundheit und mit alltäglichem Wohlempfinden. Ja, vielen Dank für die Zeit hier am Rand in Hamburg und ich denke, unsere Zuschauer werden sich interessiert mit diesem Thema auseinandersetzen. Sie haben ein Buch, das können wir noch mal eben reinhalten. Werbung machen wir jetzt noch, der Werbeblock jetzt am Ende. Genau, da kriegen wir jetzt kein Geld für, aber da kann man drin lesen, was man denn vielleicht als Ernährungshilfe und Idee und was das mit den Hormonen zu tun hat, zum Nachlesen. Genau. Herzlichen Dank. Tschüss, tschüss. Gerade noch in Hamburg und jetzt wieder hier in der Praxis und nochmal ein ganz großes Dankeschön an Herrn Scholz, unseren Ernährungsexperten, der sich die Zeit genommen hat, Ihnen nun wirklich, finde ich, sehr anschaulich nahezubringen, wie Sie etwas für Ihre Figur tun können. Und das Figurausformen hat nicht nur was mit Aussehen zu tun, sondern es hat vor allen Dingen auch was mit innerer Stärke zu tun, mit inneren Werten, die ich als Arzt natürlich als Gesundheitswerte bezeichnen möchte. Und diese Gesundheitswerte, wenn Sie mit Ihrer Ernährung vernünftig mit Ihrem Körper umgehen, zeigen sich eben auch in Ihren Messwerten, in den Organparametern und sie zeigen sich eben auch darin, ob Sie zum Arzt müssen oder nicht. Wenn Sie aber nun mal zum Arzt kommen, wir haben ja etwas gehört über BIAS, Messung, dann hat das nicht nur etwas damit zu tun, wie viel Fett ich habe oder wie viel Wasser ich habe, sondern es hat etwas damit zu tun, ob ich im Sport oder bei der Arbeit, also auch bei Schwerarbeit, vernünftig bewässert und ernährt bin. Es sagt mir etwas über meine Ernährungsproblematik, esse ich zu viel, esse ich zu wenig oder bin ich, sagen wir mal, in einer chronischen auszehrenden Erkrankung unterwegs oder habe ich eine Herzschwäche und kann damit eben sehr schön auch monitorieren, ob meine Maßnahmen, die ich dafür ergreife, individuell auch wirklich gut ankommen. Und das ist ein richtig tolles Instrument und ich
denke, es lohnt sich mal mit dem Thema Bias genauer auseinanderzusetzen und wenn Sie danach googeln, viel Spaß dabei.